Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tales of Zestiria. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Besorgt die restlichen spirituellen Kräfte. Nee, geht zu den Rehen in den Seehafen entdeckt wurden. Okay. Da ist Rose. So, holen wir den Informanten einige Faunenfeder. Wir haben die Faunenfeder doch. Du bist der Boss. Faun finden wir. Patinawald. Moment. Faunenfeder haben wir doch. Wir haben doch den besiegt. Was nun? Da. Faunenfeder. Faunenfeder aus Malori, dem Patinawald. Ihr Zweck wird vor Kindern geheim gehalten. Wo müssen wir die jetzt hinbringen? Gute Frage. Nächste Frage. Okay, vielleicht muss ich erstmal raus. Wo muss ich denn die Faunenfeder jetzt hinbringen? Ich bin gerade überfragt. Hier war doch noch Pfirsichgummi. Ja. Alter, bin ich jetzt erschrocken. Ich bin auch nicht so ganz wach. Tut mir leid, Leute, tut mir leid. Also Rose. Holen wir den Informanten einige Faunenfeder. Du bist der Boss. Faunen finden wir in Malori im Patinawald. Es geht uns wahrscheinlich nichts an, aber bist du nicht neugierig, wieso er diese Faunenfeder braucht? Och, sag mir doch mal wo, wer nochmal. Wer braucht denn nochmal Faunenfeder? Um Gottes Willen, Mann. Ich laufe jetzt mal da hinten raus. Ich hatte gehofft, dass das jetzt irgendwie ein anderer Text kommt. Ich habe nämlich die Faunenfeder ja bereits. Ich wollte da so noch zurück zum... It's a monolith. Okay. Ein neuer Monolith. Rang! Wenn du mächtige Feinde besiegst, erlangst du entsprechende höhere Ränge. Wenn du sie ohne den Einsatz von Objekten besiegen kannst, steigt dein Rang ins Unermessliche. Klingt vielleicht nach einer Herausforderung, aber der Lohn wiegt die Mühen wieder auf. Joa. Wie sieht's eigentlich da aus? Unterstützer Talente, Kampfaktionen. 7 Punkte zu vergeben. Spaltungsabwehr, Stoßladung, halb und halb. Der verursachte Schaden wird halbiert. Nutze es nur, wenn du es wirklich willst. Nein. Verdiente Hinrichtung, Wiederbelebung. Verbannungskette. 10T Bonus. Amortisieren, wenn du mit einem mystischen, insgesamt 10.000 Schaden oder mehr verursachst, verringert sich die benötigte SA für jede Figur um 1, jedoch nur ein einziges Mal. Müssen wir mal schauen, was wir da nehmen. Hier sind sogar noch Truhen. Eine silberne. Eine goldene, die ich immer noch nicht aufmachen kann. Butterplätzchen. Ach, wie süß. Fusionspunkte. Nehme ich alles. So, das ist jetzt kein Problem mehr.
Zack. Das war der schnellere Rückweg. Aha. So, sagst du mir jetzt was Neues? Ich glaube eher nicht. Boah, wer braucht denn die Faunenfeder? Zum Teufel! Lastrobel? Ja, auch ohne diese ganze Geschichte nehme ich an, dass sie es schwer haben, wenn sie nicht in der politischen Scharade mitspielt. Die Sperrlingsfeder dienen normalerweise der Königsfamilie von Highlands. Aber ich habe sie auch während der verstreuten Knochensache kennengelernt. Wenn du dich erinnerst. Diesen Teil werde ich hier auch nicht erwähnen. Ah, irgendeiner wollte die Faunenfeder. Ich habe keine Ahnung mehr wer. Informant. Und hier hinten ist Norman. Hallöchen. Primor. Wo haben wir nur 2 Sachen? Ja, dann muss ich jetzt mal gucken unter auf die Waffen. Giftabwehr. Feuerring. Verteidigung. Moment, Verteidigung. Hier. Packen wir das da rein. Packen wir das da rein. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wer in Damsee, Maryland, Astrobel, Penraro, wer jetzt die Faunenfeder haben wollte. Muss ich gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Stern auf der Karte, der mir weiterhilft. Kann ja alles möglich sein. Ich glaube in Damsee eher nicht. Vielleicht Lastrobel oder eine andere Stadt. Ich schaue mich trotzdem mal um. Vielleicht. Und dann noch zu Perl-Dingensbums. Da ist ein Schrein aufgetaucht oder so. Aber ich wollte noch zur Brücke. Kronentafel, Schloss. Nein, okay, hier ist nix. Dann ist es wahrscheinlich in anderen Städten. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Weil ich jetzt nicht weiß, wo ich die Quest her habe mit der Feder. Schon wieder eine Weile her, also eine Woche für mich halt, ne? Vergessen. Ich wusste nur, dass ich die Faunenfeder besorgt habe. Suchen wir eben mal schnell. Eben mal schnell, auch ein gutes Wort, ne? Hier ist was hier. Hey, you there. Take this to the inn. You! This is all your damn fault! Hurry up, kid. All the grown-ups do is order us around, day in and day out. You call this saving us? Some shepherd you are. Screw you!
Looks like they've turned to honest labor now. Yeah, but it didn't make us popular, that's for sure. That's fine, as long as they're keeping out of trouble. Saray. Ich glaube, der ist böse auf uns. Das ist vielleicht das Kind, das was wir als Alien gesehen haben. Das kann möglich sein. Hier haben wir so eine Teenagerin, aber auch sehr spärlich bekleidet. Hört jetzt gezut. Du darfst niemand etwas aus der Tasche stehlen. Klar, ich werde dafür sorgen, dass sich jemand richtig um dich kümmert. Also mach dir keine Sorgen mehr. Okay, das war nur so ein... Nochmal so ein Auslöser. Ja, das war's eigentlich auch schon. Dann gehen wir ins Gasthaus. Oder, warte mal, hier ist noch eine Wache. Ein Geist im verlassenen Dorf Külfe. Das erzählt sich die Kaufleute, aber soweit ich mich erinnere, wurde das Dorf im Nordosten vor etlichen Jahren von einer Banditenbande ausgelöscht. Gegen Banditen kann man wenigstens etwas tun, aber Geister? A ghost. Could it be a seraph? It does make you wonder. Perhaps the one who witnessed it had high resonance. Ghost. Nochmal. Dorfkülfe. Moment. Dorfkülfe ist doch das verlassene Dorf, was wir da hatten. Okay. Das schauen wir uns auch mal an. Das müssten wir jetzt als Sidequest haben. Oder? Geheul, was in aller Welt? Auch nicht. Mal schauen. Hier. Was? Hier ist noch ein Stern. Bist du derjenige, der Faunfeder besucht? Er ist für sein Handeln mit seltenen Objekten wie Edelsteine bekannt, aber kürzlich hat er auch die Reparatur der Brücke übernommen. Für einen aus einem verschlafenen Kaff wie Marlin hat dieser Misker Logos ein ziemlich glückliches Hetzen bei Geschäften. Logos wieder. Okay. Fish and Chips. I could say I'm a fan of this paper fan. No, that's too easy. You still awake? Oh, hey. I think this is the first time I've seen you with your hair down. I need to set it properly to make sure it doesn't get in the way during battle. Styling is a pain. I just cut mine when it gets too long. Well, I think you have radiant hair. You really think so? How long did it take you to grow your hair? I can't really recall a time when my hair was short, honestly. You mean you can't remember because it was so long ago? You have been around for a while and all. Indeed. When you've been around as long as I have, you forget even what you had for dinner 2 nights ago. Pretty sure even humans can't remember that. I don't remember the first word I learned to say either. Yeah, once again, welcome to the world of mortals. Ein Nebengespräch über Haare. Auch gut. Marland. Seehafenhöhe müssen wir noch. War das hier? Da, verlassenes Külfe. Gehen wir am besten auch mal hier hin.
Stimmt, hier waren wir ganz am Anfang. Hier war erst nichts. Da hinten ist jetzt ein Geist aufgetaucht. Den bekämpfen wir. Das ist tatsächlich eine Sidequest, alles klar. Da speichere ich mal lieber vorsichtshalber. Hier unten, westlicher Bereich, kann weg. Und mal schauen. Hat er Schwäche zufälligerweise? Dieser Geist. Phantom. Okay, Level 25, alles klar. Schwäche, Wind. Das ist gut. Gucken wir uns das erstmal hier. Ich weiß, das ist schwierig. Aber lass dich nicht heranlocken. Das würde dich teuer zu stehen kommen. Was? Ich habe mir ja nicht ausgesucht, hingezogen zu werden. Du tust so, als wäre das ein persönliches Problem. What are they? Phantom Hellions, ones who are trapped by malevolence even in death. Ich glaube, das sollte genügen. Phantom Hellions, ja. Na komm. So. Heilen. So, und jetzt zack. 3 Stück, kein Problem. Wir haben Schwäche. You sure are strange, Saray. Lila, what did you mean they were trapped by malevolence even in death? Humans and seraphim, in fact all living species, have something within their bodies called a soul. A phantom is the hellion which results when that soul itself is corrupted by malevolence. Then does that mean... Even if we purify them, they won't go back to their human form? Yes, they are already dead. But if we don't purify them, their souls will retain their malevolence, drifting around aimlessly for all eternity. As hellions who continue to prey on humans, you mean? So purification is still a way to save them, right? It is. Okay. I know what I must do. Da verstehe ich nicht, warum die nicht gesagt hat, in der Tat. Indeed. Meistens. Ach ja. Das ist wieder eigentlich ein bisschen bekloppt, aber egal. Gut, jetzt haben wir das geschafft. Und dann reisen wir jetzt mal nach den ganzen Städten. Maryland müssen wir noch auf den Kopf stellen. Museum. Passt schon. Irgendwo müssen wir die Faunfeder abgeben. Zum Beispiel. Ich glaube, hier war das. Ah, ja, hier war das. Der war das. Du hast also durch die Absperrung bei der Armee gemogelt? Nicht schlecht. Also gut, ich vertraue. Du suchst Informationen über einen Spion im Bereich Rolands, nicht wahr? Geh zum unterirdischen Viva-Aquädukt in Damensee. Dort wirst du direkt auf etwas stoßen. Aha. Der Spion. Da bin ich mir nicht sicher. Der Informant hat nur gesagt, dass wir genau das Richtige für uns finden. Was das auch mal bedeuten soll. Ich schätze, wir werden das wohl selbst herausfinden müssen. Okay, ab. Zurück nach Damensee. War hier noch irgendwas? Guck gerade mal. Da haben wir den alten Knacker. Da unten haben wir noch was. Gasthaus. Müsste das Gast... Nee, das müsste im Gasthaus sein, ne? Ja. Aber... Hier ist auch noch was. Na, komm. Kannst du mir erklären, wie es Logo der Edelsteinhändler geschafft hat, einen Auftrag über die Reparatur der Brücke zu ergattern? Ich wusste, dass er mit Edelstein handelt, aber ich habe noch nie gehört, dass er auch Steine für Gebäude liefert. Vielleicht frage ich nachher mal meine Quelle danach. Gibt es hier irgendwas Neues jetzt bei ihr? Nee.
Warum nicht? Vielleicht hier? Was haben wir denn hier? Keine Ahnung, ich nehme irgendwie... Nehmen wir das teuerste. I've always thought that the name Attack was a little strange, but never imagined it was also the name of a skill. So you've noticed, huh? Huh? Was I not supposed to? I'll explain it briefly. Equipment skills come from the boon of the Lord of the Land. In other words, they're a godsend. 50 primary elements have been found through various arrangements of mana and elements. By combining those 50 elements, additional effects are born. And by infinitely fusing and combining them, seraphim and humans are created in the same way. Interesting. Yeah, and the purest elements of all combine to make... Norman, right? No. Gemstones, used to make jewelry and stuff like that. Hey! 50 elite humans were gathered to research each of those elements, namely... The Norman. But then the project gets thrown into crisis by a late newcomer. When are you going to get to the part about the Norman? Norman don't appear until chapter 23. Now quit rushing me. Huh? Was I not supposed to ask that question?